Wenn mal was richtig geil ist, dann ist es das DMX7017 DABS von Kenwood, weil für den Preis Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB, was weiß ich was alles. Lasst euch überraschen, gleich nach der Intro. Die DMX-Serie von Kenwood unterscheidet sich zu den DDX-Geräten und DNX-Geräten, indem dass sie kein Laufwerk mehr drin haben, aber dafür ansonsten eine coole Ausstattung und dementsprechend den Preis halbwegs im Rahmen halten. Als erstes werde ich euch zeigen, was das Gerät alles so kann. Da sprechen wir alle Funktionen mal so kurz an und reißen das alles an. Und als zweites werden wir euch folgende Funktionen im Detail vorstellen. Wir werden euch zeigen, wie man das Gerät mit Bluetooth koppelt, wie man telefoniert, was ist Music Mix und Easy Pairing. Detailliert werden wir ebenfalls über das Thema Sound sprechen. Was hat das Gerät alles beinhaltet, um die Soundregler alles richtig cool einzustellen, um den bestmöglichen Sound rauszukriegen. Und richtig heiß wird es werden mit unserem neuen Dashcam Link, was da sich genau darunter verbirgt. Dafür haben wir ausführlich nochmal reingeschaut, um euch zu zeigen, was ein Dashcam Link ist. Wie üblich werden wir euch dann gegen Ende des Videos die Anschlüsse des Gerätes zeigen, was sich hinten auf der Rückseite alles verbirgt und was man alles dran anschließen kann. Wie schon angesprochen, haben wir jetzt ein Gerät, das kein CD-Laufwerk mehr drin hat. Und wenn wir schon mal bei kein sind, es hat auch kein Navigationssystem integriert. Und es hat auch keinen motorisierten Display-Bedienlauf, so dass man aufs Knöpfchen drückt, weil es gibt ja auch gar keinen CD-Schacht mehr hinter dem Display, wo man das wegfahren lassen müsste. Also es ist fix. Und jetzt waren wir schon bei diesen Kein und für diese vielen Keins gibt es aber noch ganz viele andere Extra-Features jetzt. Die Medien beim DMX7017 DABS sind UKW. Wir haben DAB+ jetzt mit integriert. Für alle, die das DAB+ nicht so arg interessiert, es gibt genau dieses gleiche Gerät. Das heißt dann DMX7017 BTS. Das ist genau das gleiche Gerät wie das, wie wir es jetzt hier im Video vorstellen, bis auf die Funktion DAB+, das hat es eben nicht dabei. Wir haben einen USB-Anschluss auf der Rückseite. Im Lieferumfang liegt auch ein 1,5 Meter Verlängerungskabel mit dabei. Wir haben ein Rückfahrkamerasignal-Eingang, so dass man also jederzeit eine Reverse-Kamera dazu bauen kann. Wir haben Bluetooth integriert, also auch Bluetooth freisprechend, Bluetooth Audio Streaming. Wir haben eine GPS-Antenne mit dabei. Obwohl es keine Navigation mit integriert hat, aber wir brauchen diese GPS-Antenne für Apple CarPlay, weil Apple CarPlay und Android Auto hier mit integriert sind als Software. Das heißt, für alle Android-Handynutzer und alle Apple-Handynutzer, die können per USB ihr Gerät verbinden und können ihre Oberfläche auf das Multimedia-Gerät draufspielen und die wesentlichsten Funktionen direkt vom Multimedia-Gerät aus bedienen. Am Beispiel von meinem iPhone können wir mal kurz reingehen und haben dann automatisch meinen Apple CarPlay Bildschirm mit dabei und kann von hier aus telefonieren, wobei beim Telefonieren die Bluetooth-Verbindung, die vorher vielleicht bestand, in dem Moment unterbrochen wird, in dem Moment, wo ich das USB-Kabel anschließe und auf Apple CarPlay umschalte und kann von hier aus dann entsprechend meine Telefonate oder eben meine Siri nutzen, mein Telefonbuch nutzen. Wir haben unseren Musikspeicher, den ich direkt hier abwählen kann und bedienen kann. Und was jetzt natürlich saugeil ist, Navigation ist ja beim 7017 nicht direkt mit integriert, aber jetzt über Apple CarPlay kann ich es natürlich komplett nutzen über meine Maps-Funktion und kann mich darüber navigieren lassen. Ebenfalls möchte ich es nicht verpassen, Spotify als Medium mit zu erwähnen, weil jeder, der jetzt ein Smartphone hat mit Spotify-App drauf und auf dem Handy auch funktioniert, kann ich direkt hier über mein neues Multimedia-Gerät alles nutzen über Spotify. Und Dashcam Link ist hier nochmal ein Medium, das ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz anspreche, weil das ist eine neue Funktion, die in 2017 jetzt bei den Geräten mit integriert ist. Wie das genau funktioniert, erklären wir euch ja gleich detailliert. Über Apple CarPlay kann ich natürlich auch Spotify direkt nutzen und bedienen und auch alle Einstellungen wie gewohnt vornehmen.
wenn wir das Ganze ohne Apple CarPlay benutzen, also nur über eine Bluetooth-Verbindung, dann kann ich auf der Spotify-Funktion, also das erkennt, mein 7017 erkennt Spotify als eigene Quelle und kann das dann auch so wählen und kann auch suchen, browsen wie gewohnt. Und es wird mir auch tatsächlich auch gleich das Cover übertragen, also schaut auch selbst ohne Apple CarPlay mit Spotify echt geil aus. Bei der Hardware fällt sofort auf, dass Kenwood sich auf das Display nochmal konzentriert hat, weil die Oberfläche, die Folie, die praktisch vor dem Display drauf ist, die ist jetzt nochmal besonders klar und macht auch schwarze Flächen besonders schwarz. Also das macht auch Farben, viel farbenfroher. Man merkt es, man sieht es, es schaut echt cool aus und schaut auch sehr edel aus. Das ist ein 7 Zoll Display und wir haben zusätzlich natürlich, wie viele andere Kenwood-Geräte auch, eine Multicolor-Anzeige. Das heißt, alle Tasten können auf egal welche Farbe eingestellt werden und auch die Hintergrundbeleuchtung an sich haben wir auch schon zigmal gezeigt, wie man das machen kann, dass man es eben auf Blau, Grün, Gelb umschaltet oder sogar ein eigenes Hintergrundbild hiermit hochladen kann. Die Grafik im Display gab es zwar in den Vorgängermodellen auch schon, ich fand die aber immer schon so geil, dass wir jetzt noch mal kurz drüber reden, weil ich kann meinen Home-Bildschirm mir selber generieren, wie ich den gerne hätte. Und zwar an den Auswahlbutton für meine Medien. Welche Medien sind meine wichtigsten? Ich kann hier in mein Gesamtmenü rübergehen und kann jetzt sagen, zum Beispiel Spotify, den mag ich als Hauptmedium mit drin haben. Dann schmeiße ich DAB raus. DAB ist mir aber eigentlich schon wichtig, dann lege ich das halt mal auf den ersten Platz mit drauf. Und ich nutze anstatt Radio eigentlich eher meinen USB-Stick. Und jetzt habe ich auf Home meine Lieblingsmedien bereits mit drauf. Und was ich immer noch sehr schick finde, ist das Einblenden des Covers bei DAB oder bei allen anderen digitalen Medien, die ich mit an dem Gerät anschließe, kommt eben die Coveranzeige sofern vorhanden. Über den rückseitigen USB-Anschluss kann man natürlich einen USB-Stick anschließen. Der kann dann folgende Medien wiedergeben, die blenden wir hier unten alle im Video mit ein. Ansonsten ist es natürlich auch ein Anschluss, wo ich über mein USB-Kabel von meinem Smartphone hier andocken kann und den Musikspeicher direkt auslesen kann und auch die Suchfunktion, sprich über Alben, Interpreten und so weiter nutzen kann. Und natürlich auch Apple CarPlay hier anzuschließen über mein iPhone oder Android-Gerät mit Android Auto. Über Apple CarPlay haben wir bereits auch schon ein Video gedreht. Wer noch nicht weiß, was das ist, der kann da mal reinklicken. Wir machen hier eine Infokarte mit rein mit einem Link auf das Video oder ihr findet den Link auch im Videobeschreibungstext. Wie die Menüstruktur funktioniert an dem Gerät, um alles einzustellen, sehen wir jetzt in den detaillierten Darstellungen der bereits angekündigten Funktionen. Kommen wir zu den Soundeinstellungen. Der DMX 7017 DABS ist jetzt in der Lage, High-Res-Dateien wiederzugeben, also FLAC und WAV, unkomprimierte Dateien, sodass die Datei in voller Auflösung wiedergegeben werden kann. Das heißt, hier speziell für die Soundfreaks, die wissen, was Klang bedeutet. Somit können wir jetzt direkt einsteigen in das Soundmenü. Wir haben nämlich zur Auswahl im Sound natürlich Balance und Fader. Wir können natürlich auch den Subwoofer separat regeln und wir können nicht nur die Pegel verändern, sondern wir können jetzt auch Frequenzweiche eingeben. Frequenzweiche für die Front-Ausgänge, separat für die Rear-Ausgänge und für den Subwoofer. Den Subwoofer können wir sogar noch mal von der Phase 180 Grad einfach mal drehen, um zu schauen, ob der dann vielleicht besser klingt zum Frontsystem, als wenn er normal läuft. So, wir haben auch noch einen 13-Band-Equalizer und der hat sich echt gewaschen. Wir können den so einstellen, wie wir brauchen, damit wir auf die ganzen Fahrzeuge eingehen können. Jedes Fahrzeug klingt ein bisschen anders. Wir haben andere Lautsprecher. Ich habe auch einen anderen Geschmack, ja, und kann mit meinem 13-Band Equalizer wirklich so ziemlich alles ausbügeln, damit es wirklich toll klingt. Laufzeitkorrektur haben wir natürlich auch mit integriert. Für alle, die noch nicht wissen, was das genau ist und immer wieder hören, Laufzeitkorrektur, Delay. Jeder Lautsprecher ist für mich als Fahrer unterschiedlich weit im Auto entfernt. Logisch, weil ich sitze natürlich links. Für einen Engländer schaut das wieder anders aus. Da hockt man rechts.
Und jetzt ist natürlich für mich als Fahrer meine Fahrerseite näher an Lautsprechern dran als auf der rechten Seite. Und damit kann ich jetzt das Ganze korrigieren und dem linken Lautsprecher sagen, er soll später loslaufen, der Ton, als von der rechten Seite. Und kann für mich sozusagen vortäuschen, dass beide Lautsprecher gleich weit entfernt sind. Somit kann ich meine Bühne, meinen Sänger von links mehr auf das Armaturenbrett drauf hieven und einen volleren und umfangreicheren Sound erzielen. Mit Bluetooth Audio kann man jetzt beim DMX-Gerät 2 Geräte gleichzeitig koppeln, sodass ihr Geschäftshandy und Privathandy im Auto haben könnt. Wir koppeln mal mit Easy Pairing, weil das auch echt immer noch zum Zeigen ganz cool ist, weil es echt extrem einfach geht, wie bei allen anderen Geräten mittlerweile eigentlich auch. So, DMX koppeln. Dann sage ich hier koppeln und koppeln. Und dann fragt er auch gleich noch nach dem Telefonbuch übertragen. Dann können wir das auch gleich noch machen und entsprechend alle Kontakte gleich übertragen, so dass wir auch das Telefonbuch vom Multimedia-Gerät aus nutzen können. Das machen wir mal. So, lassen wir den hochladen. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wir haben die Music Mix Funktion drin. Das heißt, wir können bis zu 3 Geräte sozusagen gleichzeitig anmelden an dem Gerät und jeder kann seine Musikbibliothek von seinem Handy per Bluetooth Audio Streaming hier wiedergeben, ohne dass man gleich telefonieren muss. Also es geht wirklich nur um die Musikdarstellung und 2 Geräte gleichzeitig koppeln zum Telefonieren. So ist es wirklich gemeint. Ab jetzt können wir unser Handy an für sich weglegen, weil den Rest machen wir jetzt alles über das Gerät. Wir haben hier extra immer den Telefonhörer als Bluetooth-Medium mit integriert im Home-Bildschirm. Dann können wir zum Beispiel suchen. Wir wollen den Lars Grote, den geben wir mal ein, den Grote Lars. Das ist nämlich der Produktmanager von Kenwood. Den können wir jetzt anrufen. Wenn ich jetzt mehrere Nummern hätte, dann würde mir die Auswahl entsprechend angezeigt werden. Jetzt kann man direkt anrufen und wegwählen und telefonieren mit unserem externen Mikrofon für die super Sprachqualität. Wenn wir ein Handy mit Bluetooth gekoppelt haben, haben wir automatisch auf unserem Home-Bildschirm die Möglichkeit, entsprechend Bluetooth Audio als Favoritenfunktion mit zuzufügen und können direkt hier auf unsere Musikbibliothek zugreifen und kann entsprechend natürlich hier in meinem Handy verschiedene Playlisten abwählen und so weiter, also direkt schnurlos auf mein Handy zugreifen und Musik wiedergeben. Kommen wir zum Thema Dashcam Link und das ist hier die Dashcam DRV N520. Was bedeutet eigentlich Dashcam Link und dazu kommen wir jetzt. Die Dashcam, also eine Frontkamera, bietet einige Möglichkeiten im Auto, sich vielleicht sicherer zu fühlen, manche Aufnahmen einfach festzuhalten bei einer Reise, wie auch immer. Die Kamera wird an der Frontscheibe mittig installiert und nimmt natürlich dann ständig auf und es hat die Möglichkeit hier übers Menü die Kamera anzuwählen und kann mir das Bild auf meinem Multimedia-Gerät, auf dem DMX 7017 DABS wiedergeben und auch einstellen. Und jetzt wird es eben ganz interessant. Der Dashcam Link verbindet jetzt die 2 Geräte miteinander, so dass meine Dashcam jetzt keinen großen Bildschirm mehr braucht oder irgendwie sowas, sondern eben nur noch die Kamera und somit sehr, sehr klein ausfällt und sehr unauffällig eben montiert werden kann. Und das Bild haben wir ja jetzt hier auf unserem Multimedia-Gerät und wir können jetzt auch hier alles einstellen. Wir haben hier die Möglichkeit, über das Menü entsprechende Einstellungen vorzunehmen und auch zum Beispiel Fahrassistenten mit zu aktivieren. Das heißt, wir könnten zum Beispiel den Spurwechselassistenten mit integrieren, der uns andeutet, wenn ich über die Mittellinie oder eben die Außenlinie fahre, dann piepst der. Ebenfalls enthalten ist ein Kollisionswarner, wenn ich zu nah auffahre. Das heißt, mein Gerät weiß ja jetzt, wie schnell ich fahre, weil es liegt ja auch im Lieferumfang die GPS-Antenne mit dabei. Und per GPS-Antenne weiß mein Gerät schon mal, wie schnell ich fahre und kann dann den Abstand zu meinem Vordermann entsprechend einstellen und mich warnen lassen, wenn ich zu nah auffahre.
Abfahrtverspätungsassistent. Das ist schon mal so ein Begriff. Also der soll dann eigentlich agieren, wenn ich verpenne, in einer Kolonne loszufahren. Also das Gerät erkennt, der Vordermann fährt los, aber ich noch nicht. Dann soll der warnen. Das ist in der Praxis völliger Bullshit. Der piepst die ganze Zeit, wenn ein Auto an mir vorbeifährt und losbeschleunigt. Das haben wir alles ausprobiert. Den würde ich nicht empfehlen. Alle anderen Assistenten kann man mal gern ausprobieren und in der Praxis mal anwenden. Um den Assistenten richtig einzustellen, dass der so auch funktioniert, wie er soll, haben wir hier eine Möglichkeit, in die Einstellungen reinzugehen. Und wir haben jetzt hier die untere Linie, die gibt dann an, wo meine Motorhaube ist, und die obere Linie der Horizont. Und alles, was da dazwischen ist Straße in der Regel. Und da genau sollte er agieren, und der sollte auch möglichst mittig im Bildschirm sein und nicht ganz unten montiert, also so, dass die Motorhaube mehr oder weniger schon das erste Drittel vom unteren Bildschirm ausfüllt und erst da die Linie kommt und dann die obere dazu justiert werden kann. Wir können die Parkeinstellungen entsprechend wählen und sagen, im Stand, also Auto abgeschlossen, steht da irgendwo, der hat nämlich einen Erkenner drin, sobald eine Erschütterung drin ist, würde der aufnehmen oder nimmt er auf, wenn ich ihn entsprechend einstelle, so dass ich so Parkrempler eventuell identifizieren kann, weil wenn sie dann wegfahren und sagen, Moment mal, da habe ich vielleicht eine Autonummer, die kann ich nachverfolgen und kann es mal für mich richtig auskosten, zum sagen, ich habe den tatsächlich erkannt. Im Lieferumfang der Kamera liegt eine 8 GB Speicherkarte bei, mit der man im Full HD HDR-Modus 70 Minuten Speichermöglichkeit hat, und das Gerät würde automatisch die letzten 70 Sekunden sozusagen mit den neuesten Sekunden überschreiben und praktisch eine fortlaufende Aufnahme ermöglichen. Und wenn ich zum Beispiel einen Unfall habe, dann kann die Kamera das erkennen über einen G-Sensor und nimmt automatisch das Ereignis auf, und zwar in der eingestellten Länge, ob jetzt eben bis zu einer Minute, und automatisch die davor liegenden 12 Sekunden, um einen vernünftigen Ablauf von dem ganzen Ereignis zu haben. Und das gleiche gilt, wenn ich eben die Record-Taste, die ist hier unten dran, einfach manuell draufklicke, dann nimmt er eben manuell mal diese Zeit auf, die ich als externes, als neues Ereignis separat abspeichere und das dann nicht automatisch von der Kamera ständig überschrieben wird. Also ein Ereignis speichert sich sozusagen immer selber, oder wenn ich eben ein Standbild, ein Foto mache, da habe ich noch die Taste da hinten dran, draufklicken, Foto, auch das wird separat gespeichert und nicht überschrieben. Hier kann man die Auflösung einstellen und eben auswählen bis zu 3M, das wäre dann Super HD, und wenn man beim normalen HD-Auflösung bleibt, also 1920 x 1000 plus HDR, also High Dynamic Rate, was dafür sorgt, dass bei hohen Lichtschwankungen, Tunnel rein, Tunnel raus, sorgt HDR immer dafür, dass das optimale Bild dafür im Video nachher auch verwendet wird. Ich persönlich finde den Dashcam-Link eine gelungene neue Funktion für die Geräte, wo es zusammenpasst, weil eben die Kamera extrem klein ausfällt, mir ein gewisses Stück Sicherheit sogar beim Fahren noch mitgibt, sollte es mal zu entsprechenden Situationen kommen. Anstecken am Kabel, also wir haben das Kabel gebunden, das wird im Prinzip mit dem Mikrofon von der Freisprechanlage mit zusammen verlegt, also es macht keinen riesen Unterschied mehr bei der Verkabelung. Wir zeigen euch ja noch mal gleich im Anschluss die Anschlüsse des Autoradios, und da zeige ich euch auch, wie man die Kamera noch mit anschließt. Gehen wir mal schnell die Anschlüsse von dem Multimedia-Gerät durch. Wir haben hier unseren rückwärtigen USB-Anschluss mit 1,5 Ampere Ladung für alle aktuellen Smartphone-Geräte. Wir haben einen AV-In, also das heißt, wir könnten hier über den Anschluss, über das Zusatzkabel entsprechend einen AV-In komplett machen mit Video und mit Audio. In unserem Fall haben wir den Dashcam-Link hier mit dem verbunden, weil wir brauchen diesen Videoeingang, um die Dashcam-Link richtig anzuschließen. Dann haben wir eben diesen Dashcam-Link, der dann nachher auch die ganze Steuerung und so weiter ermöglicht. Dann gehen wir doch gleich mal komplett zur Dashcam, weil die Dashcam, die stelle ich jetzt hier so an. Einmal Dashcam-Link. Wir haben eine Stromversorgung Plus, Minus und Dauer Plus, den wir jetzt auf dem ISO-Anschluss
hier von unserem Multimedia-Gerät mit anschließen können und mit Stromdieben entsprechend auf die gleichfarbigen Leitungen hier mit draufklemmen können. Das ist nämlich jetzt in dem Fall wieder rot, schwarz und gelb. Das Videosignal von der Dashcam, das wird jetzt eben über dieses zusätzliche Kabel, über dieses AV-Kabel mit hier eingeschleift. In dem Fall bleibt der Ton erstmal außen vor, den brauchen wir dazu nicht. Das nächste ist unser GPS-Anschluss von unserer GPS-Maus, die im Lieferumfang beim Gerät dabei liegt. Dann haben wir den Anschluss für das externe Mikrofon, für die Bluetooth-Freisprechanlage, den ich hier anschließen kann. Der links daneben ist der Remote In. Das ist unser Anschluss von der Steering Wheel Control, also unserer Lenkrad-Fernbedienungsfunktion mit einem externen optionalen Interface, das man dazu benötigt, um das Gerät komplett anzuschließen und eben funktionsfähig für die Lenkradfernbedienung zu machen. Als nächstes haben wir ein Video-Out, um externe Bildschirme mit dem Bild zu versorgen, was ich hier über das Multimedia-Gerät erzeuge. Oder eben der Rückfahrkamera-Eingang, der dann reagiert, sobald ich einen Rückwärtsgang einlege, wird das Bild, wo ich hier einschleife, über den Bildschirm wiedergegeben. Der altbekannte UKW-Anschluss, den kennt ja jetzt wirklich mittlerweile jedes Kind. Dann haben wir unseren DAB-Anschluss für unsere externe neue DAB-Antenne, die liegt nicht im Lieferumfang mit dabei. Dazu müsst ihr euch eine Scheibenklebeantenne oder eine neue DAB-Antenne oder Antennensplitter. Über dieses ganze Thema gibt es auch bereits Videos von uns, könnt ihr euch mal reinziehen. Tun wir euch als Link in den Videobeschreibungstext mit dazu packen. Eben hier unseren DAB-Anschluss mit dazu machen. Der nächste Anschluss ist unser AV-Out, wo wir wiederum dieses AV-Kabel benötigen. Da stecken wir uns hier an, weil wir haben ein Dual-Zone-Multimedia-Gerät. Das heißt, ich kann hier vorne zum Beispiel UKW oder DAB-Radio hören und kann mir die Quelle USB zum Beispiel auf meine Monitore am Rücksitz machen mit Kopfhörer für die Kids zum Beispiel. Dazu brauche ich eben Video und das Audiosignal. Und natürlich unsere 3 Cinch-Ausgänge, Front, Rear und Subwoofer-Ausgang, um eben externe Endstufen dran anschließen zu können, um noch einen besseren Sound zu haben. Im Lieferumfang natürlich mit dabei der Hauptanschlussstecker für das Gerät. Das ist jetzt geräteseitig ein neuer und entspricht nicht mehr den alten Kenwood-Anschlüssen. Also jeder, der jetzt denkt, ich habe meinen alten Kenwood, tue ihn raus und stecke den neuen an, muss mindestens auch eben den beiliegenden Stromanschlussstecker komplett austauschen. Ist in der Regel kein großer Aufwand, aber der Stecker hier ist neu. Wir haben hier an dem anderen Ende unseren altbekannten ISO-Anschlussstecker, der hier Strom verbirgt, Masse, Zündung und Dauer plus. Und wir haben einen Remote-Anschluss für externe Quellen zum Anschalten, zum Beispiel Antennensplitter, elektrische Antenne oder entsprechend Endstufen. Und wir finden hier wieder unsere 4x50 Watt, vorne links, vorne rechts, hinten links und hinten rechts. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr natürlich das gesamte Einbauzubehör, ob das Stromanschlusskabel, Lenkradfernbedienungsadapter oder eben auch Einbau-Radioblenden für das passende Auto, für dich selber immer bei uns auf der Webseite findest. Unter anderem natürlich in der Funktion Finde alles für dein Auto. Mich überzeugt das Gerät total, weil es auch unglaublich schnell in der Bedienung ist. Also die Menüführung, alles funktioniert super. Der Touch funktioniert super, von anderen Schrägen und Winkeln angesehen. Wir haben Apple CarPlay und Android Auto als zukunftsweisende Medien, sozusagen dann auch in dem Fall Navigation mit drin. Wir haben alle Medien bis aufs Laufwerk von der CD oder DVD, das meines Erachtens sowieso kein Mensch mehr braucht. Die Preisklasse für das Gerät spricht total für sich und ich hoffe, ich habe euch jetzt hiermit ein richtig geiles Gerät für euch vorstellen können. Wir freuen uns natürlich immer über Kommentare von euch. Ihr könnt uns auch mal zwischendurch einen Daumen hoch geben oder uns auch abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und hier haben wir noch 2 weitere Videos, die ihr euch jetzt auch noch reinziehen könnt. Bis bald, euer Olli.